Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben, wie man hier sieht, ein Asus, und zwar ein ZenBook. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Gut, um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man alle äußeren Schrauben, die ich hier auch im Bild eingeblendet habe, lösen. Und zusätzlich sind unter den beiden hinteren Gummifüßen auch noch 2 Schrauben versteckt. Gummifüße kann man hier einfach abhebeln, entweder mit den Fingern oder einfach einem flachen Gegenstand. Und da sind eben auch nochmal 2 Schrauben drunter. Ich habe die jetzt schon mal gelöst und dafür habe ich ein Universalwerkzeugset benutzt. Das ist super praktisch, da sind echt alle Aufsätze und Schrauben, die man so braucht, mit dabei. Und als Aufsatz für die äußeren Schrauben habe ich da ein T5 genommen für die Torx-Schrauben. Die beiden Schrauben unter den Gummifüßen sind allerdings normale Kreuz. Da habe ich dann einen PH0-Aufsatz genommen, wie man hier sieht. Und ich würde auch beide Schraubenarten getrennt aufbewahren. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Das ist in dem Fall jetzt nicht so schwer. Das Gehäuse wird so gut wie nur von den Schrauben gehalten. Das kann man also ganz einfach dann abziehen. Hier seht ihr auch mal die Unterseite und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Der Stecker funktioniert in dem Fall so, dass man erst diese silberne Brücke hier so ein bisschen nach oben schieben muss. Die gibt den Stecker frei. Und dann kann man den von unten nach oben einfach raushebeln. Gut, was können wir noch sehen? Wir sehen, dass der RAM bei diesem Gerät aufgelötet ist. Und zwar sitzt er hier. Wir sehen hier drüben die SSD. Direkt darüber ist das WLAN-Modul. Hier sehen wir die beiden Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt, und die Grafik. Wenn man jetzt den Akku tauschen will, muss man diese Schrauben hier rausnehmen. Es gibt allerdings noch eine Schraube, die ist unter der SSD versteckt. Das heißt, wir nehmen zuerst die SSD raus, die wird nur von dieser einen Schraube hier unten gehalten. Dann kann man die einfach aus dem Slot ziehen und so auch tauschen. Der Eimer funktioniert genauso. Die wird einfach wieder in den Slot gesteckt
ein bisschen nach unten gedrückt und verschraubt. Was ich in dem Fall jetzt nicht mache, weil ich hier an die Schraube von dem Akku rankommen will, die eben ganz heimtückisch hier unten drunter sitzt. Und wenn man das nicht weiß, dann denkt man, wieso geht der Akku nicht raus? Aber so können wir jetzt alle Schrauben lösen und den Akku dann ganz einfach aus dem Gehäuse nehmen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen. Und dann dieses Kabel hier noch trennen. Das ist mit einem Kippschalter verbunden, den man erst so nach oben klappen muss. Und dann kann man das Kabel rausziehen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken. Dann noch den Stecker zuklappen und ja, schon fertig. Gut, den Lüfter zu tauschen ist hier zum Glück auch ziemlich einfach. Dafür muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und dann muss man noch das Kabel, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, lösen. Die Kabel sind hier sehr dünn, da würde ich also nicht direkt dran ziehen. Eher versuchen, den Stecker seitlich oder oben zu greifen und dann mit Rütteln und Wackeln irgendwie rauszubekommen. Den Lüfter kann man dann einfach aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Und auch der Einbau ist genauso einfach. Den kann man einfach wieder da reinlegen über das Kabel und dann verbindet man den Stecker wieder. Den muss man da so ein bisschen reinfriemeln. Das kann manchmal ein bisschen dauern. Da einfach darauf achten, dass der richtig drin sitzt. Dann wird der Lüfter nur noch wieder verschraubt und schon hat man das erledigt. Auf der anderen Seite genau das gleiche Prinzip. Einfach die Schrauben, die man hier sieht, lösen. Das Kabel und der Stecker ist genau das gleiche wie auf der anderen Seite, gleiches Prinzip. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legen wir den einfach ins Gerät, unter die SSD natürlich. Und der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, den legen wir da rein. Dann wird der überall wieder verschraubt. Die SSD kommt da natürlich dann drüber, genauso wie vorhin gezeigt. Auch die wird verschraubt. Und ganz wichtig am Ende natürlich nicht vergessen, auch das Kabel vom Akku wieder mit dem Stecker zu verbinden. Der wird von oben drauf gesteckt, dann noch den Bügel zurück und über den Stecker schieben. Der hält das Ganze. Und dann kann man die Unterseite wieder verbinden. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Und dann kann man das Gerät wieder verschrauben und die Gummifüße befestigen. Die haben hier so eine kleine Noppe und dafür gibt es dann auch das Gegenstück, wie man hier sehen kann, und da kann man die einfach drauf drücken und schon hat man das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.